Darf eine Bank, darf ein Finanzdienstleister wochenlang auf deinem Geld sitzen, dein Konto einfrieren und dich hier einer sehr detaillierten Anti-Geldwäscherei-Prüfung unterziehen? Mit dieser Frage wollen wir uns einmal in diesem Video auseinandersetzen. Werner hat sich bei uns gemeldet und Werner hat ein Problem. Er hat uns gebeten, dazu ein Video zu machen und die Frage zu beantworten, ob das Vorgehen des Finanzdienstleisters, bei dem er hier so große Probleme hat, rechtlich gerechtfertigt ist. Übrigens, wenn auch du ein interessantes Thema hast, das du gerne einmal in einem solchen Video hier von uns besprochen haben willst, dann lade ich dich herzlich ein, uns eine E-Mail zu senden. Auf unserer Webseite perspektiveausland.com findest du unten in der Fußzeile die E-Mail-Adresse. Dort gibt es auch ein Formular, das du ausfüllen kannst. Hier Thema oder Gast vorschlagen. Wenn du ein Problem hast, eine steuerliche Frage hast, einen Artikel in einer Zeitung gelesen hast oder sonst irgendwas und findest, das könnte viele interessieren. Wenn das Problem natürlich zu individuell ist, dann ist es natürlich nicht so interessant. Dann würden wir kein Video darüber machen. Aber eben, hast du ein Thema, das du denkst, das viele interessieren könnte, dann lass es uns wissen. Fast alle Videos auf diesem Kanal hier basieren auf solchen Einsendungen oder aber auf konkreten Mandantengesprächen, die wir hier im Laufe der Jahre und Monate hatten. Ich führe jede Woche über 20 Gespräche mit Mandanten. Also wenn du das hochrechnest, selbst mit Urlaub über 1000 Gespräche im Jahr. Und da kommt natürlich so einiges zusammen. Aber eben heute wollen wir uns einmal hier mit Werners Anfrage beschäftigen. Ich lese dir mal eben vor, was Werner uns geschrieben hat. Also, Werner schreibt uns, ich habe einen Betrag auf der estnischen Plattform XYZ liegen. Übrigens, wir würden jetzt natürlich nie den Namen nennen der Plattform, den Werner uns genannt hat, sowohl um ihn zu schützen als auch uns. Nachdem ich dort einen größeren Teilbetrag wieder abgezogen habe, erhielt ich im Rahmen einer AML-Prüfung, AML bedeutet Anti-Money Laundering, hier geht es also um Anti-Geldwäscherei, die Aufforderung, Nachweise über die Herkunft des Geldes vorzulegen. Das habe ich getan. Was ich ursprünglich mehr oder weniger als reine Formsache betrachtet habe, hat sich mittlerweile zu etwas entwickelt, was sich anfühlt wie eine intensive kriminalistische Ermittlung, noch dazu von Personen, die gefühlt arrogant, überheblich, um nicht zu sagen herablassend unterwegs sind. Sowohl die Vorgehensweise als auch die scheinbar nicht enden wollenden Forderungen nach Kontoauszügen diverser Bankkonten legen das nahe. Eine Frage, die mir zum Beispiel ernsthaft gestellt wurde, ist, warum ich Gelder zwischen verschiedenen Anlageplattformen hin und her bewegen würde. Ich bin mittlerweile in einem Ausmaß gleichermaßen entsetzt, schockiert und angewidert von dieser albtraumhaften Erfahrung, dass ich mich, wo dies möglich war, aus einer Reihe weiterer Investments im Baltikum und im übrigen Europa vollständig zurückgezogen habe, obwohl diese gute Renditen geboten haben. Ob ich meine eingefrorenen Mittel von XYZ jemals wieder zurückerhalte, steht also in den Sternen. Es wurde mir gegenüber angedeutet, dass es auch nicht möglich sei, die Mittel im Falle einer Kündigung auszuzahlen, solange die Herkunft der Gelder nicht belegt sei. Ja, lieber Werner, ich habe hier großes Mitleid mit dir, mit dieser schlimmen Situation. Das ist ganz klar natürlich völlig unakzeptabel, muss man tatsächlich so sagen. Hier sind deine Mittel eingefroren, du kannst das Geld nicht bewegen. Du fragst jetzt, ob das Ganze legal ist, ob dieser Zahlungsanbieter das darf. Die Antwort auf diese Frage ist leider ja. Dazu müssen wir uns noch einmal damit auseinandersetzen, welche primäre Aufgabe eigentlich Banken und Finanzdienstleister heutzutage haben, welche Rolle ihnen vor allem vom Gesetzgeber zugeschrieben wird. Du denkst vielleicht, ein Zahlungsanbieter, eine Bank ist dein Dienstleister, du bist der Kunde, du hast ein Recht, gut behandelt zu werden. Die Bank handelt in deinem Interesse. Aber das ist leider alles nicht so. Die primäre Aufgabe einer Bank, eines Zahlungsdienstleisters in der EU ist es, verlängerter Arm der Behörden zu sein und eine Filiale des Finanzamtes. Banken und Behörden wollen in erster Linie den Gesetzgeber zufriedenstellen und nicht dich als Kunden. Tatsächlich kann man fast sagen, dass du als Kunde
mehr oder weniger egal bist. Das haben sich die Banken so nicht ausgesucht und die Finanzdienstleister. Diese Rolle ist ihnen eben von der EU, vom Gesetzgeber übertragen worden. Es gibt zu Beginn der 2000er Jahre vielfach, ehrlich gesagt, auch als Reaktion auf die Anschläge vom 9. September 2001 in New York eine Reihe von Gesetzgebungen, von EU-Direktiven, die man so im Allgemeinen als AMLD 1 bis 6 bezeichnet. So viele Direktiven gibt es. Die sogenannte Anti-Money Laundering Directive, die EU-Anti-Geldwäscherei-Richtlinie. Hier wurden EU-weite Standards festgelegt, wie sich Banken, wie sich Finanzdienstleister zu verhalten haben. Und hier wird ganz klar festgelegt, wie dieses Verhalten auszusehen hat und eben, dass diesen Zielen alle anderen Ziele unterzuordnen sind. Es ist daher nicht nur legal, dass eine Bank hier genauestens prüft, wo die Mittel herkommen, die von ihr verwaltet werden. Es ist sogar ihre Pflicht. Und wenn die Bank dafür mehrere Wochen braucht, vielleicht sogar mehrere Monate, dann ist das ehrlich gesagt dem Gesetzgeber völlig egal. Und mit diesem Hintergrundwissen musst du im Grunde auch gegenüber solchen Banken und Finanzdienstleistern kommunizieren. Du musst also im Grunde sehr offen sein. Die dürfen dir alle möglichen indiskreten Fragen stellen. Die dürfen dich nach Rechnungen fragen, nach Kontoauszügen, nach Steuererklärungen. Die können dich fragen, was willst du mit diesem Geld machen? Warum hast du dieses Geld dort und dorthin überwiesen? Warum hast du dieses Geld abgehoben? Was ist der Zweck dieser Zahlung? Da können Sie dich nach allen möglichen Details fragen. Sie können behaupten, dass die Informationen, die du ihnen gegeben hast, nicht besonders überzeugend sind. Sie können sagen, dass du mehr Informationen bringen musst, andere Informationen bringen musst, andere Dokumente bringen musst, um zu beweisen, dass du unschuldig bist, dass dieses Geld hier tatsächlich in der Art und Weise verwendet wurde oder verwendet werden soll oder so verdient wurde, wie du es angegeben hast. Du bist in der Beweislast. Das sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen und sie sind überall in der EU gleich. Nun muss man sagen, und ich hatte das auch schon in einem anderen Video gesagt, wenn man aus Deutschland kommt, dann ist man relativ verwöhnt. Denn ich muss sagen, die deutschen Banken sind ziemlich gut, gerade im Vergleich zu anderen Banken weltweit. Mandanten lachen immer wieder, wenn sie diese Aussage hören. Aber wir haben schon Mandanten gehabt, die sind mit 20 Jahren aus Deutschland weg, leben mittlerweile in Panama oder Mexiko oder sonst irgendwo und haben immer noch ein Konto bei der gleichen Volksbank, wo sie vor 40 Jahren waren. Und zwar mit persönlicher Betreuung durch den Filialleiter. Das gibt es in keinem anderen Land. Das kannst du vielleicht im Private Banking haben. Also wenn du als jemand, der deutsche Standards gewöhnt ist, dann in ein osteuropäisches Land geht und dort ein Konto eröffnest oder von mir aus auch bei Revolut oder Wise, dann ist man vielfach schockiert, wie schlecht eigentlich der Service und die Betreuung dort wirklich ist. Hier braucht es leider einen Reality-Check. Hier muss man leider sagen, dass der Finanzdienstleister, dass die Bank ein Recht hat, dich so zu behandeln, rein rechtlich gesehen, wie schlimm das Ganze auch natürlich wirklich sein mag. Ich befürchte also, du musst dich hier noch weiter erniedrigen lassen von diesem Anbieter, bis du das Geld wieder herausbekommst und dann musst du es eben bei einer anderen Plattform investieren. Hoffentlich findest du eine, die dich besser behandelt, lieber Werner. Ich muss sagen, dass ich relativ wenig Hoffnung habe, denn tatsächlich sind alle Banken, alle Finanzdienstleister genauso schlecht. Hast du vielleicht einen Tipp für den Werner? Hast du eine gute Plattform, wo du denkst, hier kann man gut Investments anlegen, hier hat man Zugang zu guten Produkten, hier wird man aber immer noch gut behandelt und die AML-Checks halten sich in Grenzen? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Werner wird sicherlich dankbar sein und die anderen Leser auch. Am Schluss möchte ich hier eben nochmal sagen, dass es immer so einfach ist, Konten im Ausland zu eröffnen. Und gerade auf YouTube gibt es ja so viele Luftpumpen, die so einfach behaupten, alles kein Problem, das kann jeder machen, das ist ganz einfach. Die Realität sieht leider anders aus. Die Realität sieht leider so aus, wie Werner es beschrieben hat. Alles andere als einfach, kompliziert. Man braucht einen eisernen Willen und viel Geduld, um da hindurchzukommen. Erfahrungsgemäß ist es so, dass vielfach solche Probleme am Anfang auftauchen, wenn das Konto erstmal warm gelaufen ist. Das heißt, wenn die Bank dich kennt, wenn sich hier ein bestimmtes System etabliert hat, ein Muster, wie du dich verhältst, dann ist es oftmals einfacher. Aber auch das kann man so nicht pauschalisieren. Wir haben auch Kunden, die nach 3 Jahren zum Beispiel bei Revolut
einfach rausgeworfen wurden aus Revolut ohne Grund. Wichtig ist eben, dass du mehrere Konten hast, dass du dich auf eine Bank verlässt und dass du realistische Erwartungshaltungen hast gegenüber Banken und Finanzdienstleistern und nicht irgendwelche Wunder erwartest und vor allen Dingen realisierst, dass die Situation vielfach in Deutschland eben gar nicht so schlecht ist, wie man das sich manchmal so ausmalt. Eine Sache wollte ich Werner noch sagen. Werner, vielfach ist es so, dass es keinen großen Sinn macht, hier einen Anwalt einzuschalten, denn die Bank beruft sich dann auf ihre schwammigen Geschäftsbedingungen. Diese berufen sich wiederum auf die noch schwammigere EU-Anti-Geldwäscherei-Richtlinie. Daher, wie gesagt, meistens macht es keinen Sinn, einen Anwalt zu involvieren. Meistens muss ja einfach die Devise heißen, Augen zu und durch. Allerdings, wenn es zu lange dauert, bis du dein Geld zurückbekommst, und ich bin sicher, dass du es zurückbekommst, dann würde ich dir auf jeden Fall raten, einen Anwalt einzuschalten, der dann direkt hier an die Bank, an die Rechtsabteilung schreibt. Manchmal kann das die Sache beschleunigen. Wenn diese Themen auch für dich wichtig sind und du dich damit beschäftigst, zum Beispiel im Rahmen eines Plan B oder einer Auswanderung ein Depot oder ein Konto im Ausland zu eröffnen und du hast diesbezüglich Fragen, auch steuerlicher Natur, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als genau solche Themen zu bearbeiten. Wir helfen Mandanten beim Auswandern, einen Plan B zu etablieren, Vermögen im Ausland aufzubauen, Konten im Ausland zu eröffnen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unseren Mandanten zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.